Stell dir vor, du öffnest die Bibel und entdeckst ein Loch. Eine Lücke so groß, dass die gesamte Geschichte der Menschheit hindurchfällt. Eine Frage, die so einfach ist, dass sie ein Kind stellen könnte, aber so gefährlich, dass Theologen seit 2000 Jahren darum herumtanzen. Hier ist die Frage: Woher kam Kains Frau? Ich weiß, es klingt simpel, fast lächerlich, aber halt dich fest, denn diese eine Frage wird alles, was du über die Schöpfungsgeschichte zu wissen glaubst, in seine Einzelteile zerlegen. Und bevor wir tiefer eintauchen, wenn dich diese Reise in die verborgenen Ecken der biblischen Geschichte genauso elektrisiert wie mich, dann abonniere jetzt Verborgene Schriften und aktiviere die Glocke. Denn was ich dir heute zeige, wollte die Kirche nicht, dass du es erfährst. Also, zurück zur Frage. Genesis Kapitel 4, Vers 17. Nach dem Brudermord flieht Kain ins Land Not, östlich von Eden. Und dort, schreibt die Bibel mit erstaunlicher Beiläufigkeit, erkannte Kain sein Weib. Pause. Sein Weib, seine Frau. Aber warte mal, lass das wirklich sacken. Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte gibt es laut Genesis genau 3 Menschen auf der Erde: Adam, Eva und Kain. Abel ist tot. Seth wird erst später geboren. 3 Menschen. Das ist die gesamte Menschheit. Und plötzlich, ohne Erklärung, ohne Einleitung, ohne auch nur einen Hauch von Kontext, hat Kain eine Frau. Woher kam sie? Die Bibel schweigt. Eisernes Schweigen. Als ob die Frage nie existiert hätte. Als ob niemand jemals nachdenken würde. Aber die Menschen haben nachgedacht. Oh, sie haben nachgedacht. Jüdische Gelehrte im 1. Jahrhundert nach Christus, Kirchenväter im 4. Jahrhundert, Reformatoren im 16. Jahrhundert. Und jeder einzelne von ihnen stolperte über dieselbe Mauer. Denn wenn du die Bibel wörtlich nimmst, wenn du darauf bestehst, dass Adam und Eva die ersten und einzigen Menschen waren, dann gibt es nur eine logische Antwort auf diese Frage. Eine Antwort, die so unbequem ist, dass sie lieber verschwiegen als ausgesprochen wird. Bevor wir weitermachen, lass mich wissen, wo du gerade bist. Schreib in die Kommentare, aus welchem Land oder welcher Stadt du dieses Video schaust. Ich liebe es zu sehen, wie weit diese verborgenen Geschichten reisen. Und jetzt zurück zur Explosion. Also, denk nach. Wenn es nur Adam, Eva und Kain gibt, dann muss Kains Frau eine Tochter von Adam und Eva gewesen sein. Seine Schwester. Inzest. Die Gründung der Menschheit durch Inzest. Die meisten Gläubigen, wenn sie diese Frage das erste Mal hören, winken ab. Sie sagen, das war damals anders. Die genetischen Probleme gab es noch nicht. Gott erlaubte es, weil es keine Alternative gab. Aber halt mal kurz an. Die Bibel erwähnt mit keinem einzigen Wort, dass Adam und Eva Töchter hatten, nicht in Genesis Kapitel 4, nirgendwo in der unmittelbaren Erzählung. Kain geht weg, findet eine Frau, baut eine Stadt. Als ob eine ganze Zivilisation bereits existiert. Und hier beginnt das wirkliche Rätsel. Denn wenn die Bibel uns nicht sagt, woher Kains Frau kam, dann liegt das nicht an einem Versehen. Die Genesis wurde über Jahrhunderte hinweg von den klügsten Köpfen ihrer Zeit geschrieben, redigiert, zusammengestellt. Sie wussten von dieser Lücke, sie sahen das Problem, und sie entschieden sich, es zu ignorieren. Warum? Was ist so gefährlich an der Antwort, dass sie lieber eine klaffende Wunde in der Erzählung hinterlassen, als sie zu heilen? Die traditionelle Antwort, die du in jeder apologetischen Schrift findest, kommt erst in Genesis Kapitel 5, Vers 4. Dort, versteckt in einer Genealogie, steht: Und Adam lebte 830 Jahre
und zeugte Söhne und Töchter. Söhne und Töchter. Plural. Plötzlich gibt es mehr Kinder. Dutzende vielleicht. Aber ihre Namen? Ihre Geschichten? Nichts. Totales Schweigen. Die Söhne werden aufgelistet. Set, Enosch, Kenan. Aber die Töchter? Unsichtbar. Als ob sie nie existiert hätten. Als ob ihre einzige Funktion darin bestand, Ehefrauen für ihre Brüder zu werden und dann aus der Geschichte zu verschwinden. Und hier ist der Punkt, den die Kirche nicht diskutieren will. Wenn die Töchter Adams so wichtig waren, dass ohne sie die gesamte Menschheit nicht existieren könnte, warum werden sie dann nicht genannt? Warum keine Namen? Warum keine Geschichten? In einer Kultur, die so besessen von Genealogien war, dass sie ganze Kapitel mit Ahnentafeln füllte, ist das Schweigen über die Töchter nicht zufällig. Es ist politisch, es ist absichtlich, es ist Vertuschung. Aber hier wird es wirklich explosiv. Denn es gibt Texte, alte Texte, die außerhalb der kanonischen Bibel existieren, die dieses Schweigen brechen. Das Buch der Jubiläen, ein jüdischer Text aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, nennt die Frau des Kain beim Namen Awan, seine eigene Schwester. Der Midrasch, die rabbinische Auslegungstradition, erzählt von Dutzenden Töchtern, die Adam und Eva hatten. Die Qumran-Rollen, die Toten Meeresrollen, bestätigen diese Traditionen. Diese Texte existieren. Sie wurden gelesen. Sie wurden respektiert. Aber sie wurden nicht in die Bibel aufgenommen. Warum? Weil sie Fragen aufwerfen, die das gesamte Konstrukt gefährden. Wenn Kain seine Schwester heiratete, dann wurde die Menschheit durch Inzest gegründet. Wenn es aber andere Menschen gab, Menschen außerhalb der Familie Adams, dann ist die gesamte Schöpfungsgeschichte nicht wörtlich. Dann ist Adam nicht der biologische Vater aller Menschen. Dann ist Genesis ein theologischer Mythos, keine historische Chronik. Verstehst du die Sprengkraft? Beide Antworten zerstören die wörtliche Interpretation. Und hier ist die Wahrheit, die niemand dir erzählen wollte. Die Kirche weiß das. Die Theologen wissen das. Sie haben immer gewusst, dass diese Frage ein Minenfeld ist. Und ihre Lösung war nicht, sie zu beantworten. Ihre Lösung war, sie zu ignorieren, sie aus den Predigten zu streichen, sie in den Fußnoten zu verstecken und zu hoffen, dass niemand nachfragt. Aber du fragst, und ich habe Antworten. Antworten, die aus den ältesten Texten der Welt stammen. Antworten, die die gesamte Geschichte der ersten Familie der Menschheit neu schreiben. Lass uns tiefer graben. Lass uns Vers für Vers durch Genesis 4 gehen und jedes einzelne Wort unter das Mikroskop legen. Denn was du entdecken wirst, ist nicht einfach eine Auslassung. Es ist ein strategisches Schweigen, ein bewusstes Löschen von Informationen, die zu gefährlich waren, um sie stehen zu lassen. Und wenn du verstehst, was hier passiert ist, wirst du erkennen, dass die gesamte Schöpfungsgeschichte ein sorgfältig konstruiertes Narrativ ist, kein historischer Bericht. Genesis 4 beginnt mit Eva, die Kain zur Welt bringt. Sie sagt etwas Merkwürdiges: Ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Einen Mann erworben, nicht geboren, erworben. Als ob Kain ein Geschäft wäre, eine Transaktion zwischen ihr und Gott. Dann kommt Abel. Keine große Zeremonie, keine Prophezeiung. Er wird in einem einzigen Halbsatz geboren und ist sofort erwachsen. Kain wird Ackerbauer, Abel Schafhirte. Beide bringen Opfer dar. Gott bevorzugt Abel. Kain tötet ihn aus Eifersucht. Das ist die Geschichte, die jeder kennt. Aber jetzt kommt der Bruch. Vers 16. Und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden, gegen Osten,
Das ist alles. Kein Abschied von seinen Eltern, keine Trauer über Abel, keine Reflexion über seinen Mord. Er geht einfach weg, als ob er in eine andere Welt eintritt. Und im nächsten Vers, Vers 17, ohne Übergang, ohne Erklärung, steht da: Und Kain erkannte sein Weib, die ward schwanger und gebar den Henoch. Pause. Lass das wirken. Kain erkannte sein Weib. Wo kommt diese Frau her? Genesis hat uns nichts gesagt. Nichts. Kein Vers zwischen Abels Tod und Kains Ankunft in Not erwähnt eine Frau. Kein Vers erwähnt andere Menschen. Aber plötzlich ist sie da. Sie existiert. Sie ist fruchtbar. Sie bringt ein Kind zur Welt. Und Kain, der gerade aus Eden verbannt wurde, baut eine Stadt. Eine Stadt. Vers 17 sagt, er baute eine Stadt und nannte sie nach seinem Sohn Henoch. Eine Stadt braucht Menschen, Hunderte von ihnen, vielleicht Tausende. Wo sind sie alle hergekommen? Hier ist das Problem. Wenn du an diesem Punkt in der Bibel angelangt bist, hat Genesis dir nur von 4 Menschen erzählt. Adam, Eva, Kain und Abel, der tot ist. Das ist die gesamte Menschheit. 4 Personen, 3 Lebende. Und plötzlich gibt es genug Menschen, um eine Stadt zu füllen. Nicht ein Dorf, nicht ein Lager, eine Stadt. Die hebräische Formulierung ist eindeutig. Das Wort ist Ir, was eine befestigte Siedlung bedeutet, einen Ort mit Mauern, Toren, Strukturen. Kain ist nicht einfach in eine Höhle gezogen. Er hat eine Zivilisation gegründet. Und die Bibel tut so, als wäre das völlig normal. Als ob niemand jemals fragen würde: Moment mal, wer sind all diese Leute? Die Erzählung springt einfach weiter. Vers 18 listet die Nachkommen auf. Henoch zeugte Irad. Irad zeugte Metschujael. Metschujael zeugte Metushael. Metushael zeugte Lamech. Alles Männer, keine Frauen. Lamech nimmt sich 2 Frauen, Ada und Zilla. Wieder keine Erklärung, woher sie kommen. Sie existieren einfach, als ob im Hintergrund eine ganze Bevölkerung wächst, von der uns niemand erzählt. Aber warte, es wird noch besser. Oder schlimmer, je nachdem, wie du es siehst. Vers 20 sagt, Ada gebar Jabal. Der war der Vater aller, die in Zelten wohnen und Vieh halten. Vers 21 sagt, sein Bruder Jubal war der Vater aller, die Harfe und Flöte spielen. Vers 22 führt Tubalkain ein, den Meister aller Handwerker, die Kupfer und Eisen bearbeiten. Das sind keine primitiven Nomaden. Das ist eine technologisch fortgeschrittene Gesellschaft. Metallverarbeitung, Musik, Viehzucht. Alles innerhalb weniger Generationen nach der Schöpfung. Und die Bibel erzählt dir nicht, wie das möglich ist. Hier ist der Schlüssel zum Verständnis. Die Genesis ist keine Chronik. Sie ist eine Theologie in narrativer Form. Ihr Ziel ist nicht, dir zu sagen, was passiert ist. Ihr Ziel ist, dir zu sagen, was Gott bedeutet. Und in diesem theologischen Rahmen sind Details wie woher Kains Frau kam unwichtig. Sie sind nicht Teil der Lehre, deshalb werden sie weggelassen. Aber die Auslassung schafft ein Problem. Denn wenn Menschen diese Geschichte wörtlich nehmen, wenn sie darauf bestehen, dass Genesis historische Fakten liefert, dann kollabiert das gesamte Konstrukt unter dem Gewicht seiner eigenen Widersprüche. Und das Schweigen geht weiter. Nach der Genealogie von Kain springt Genesis zu Seth, dem 3. Sohn von Adam und Eva, geboren, nachdem Abel tot ist. Vers 25 sagt, Adam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat. Seth ersetzt Abel. Das ist seine gesamte Funktion. Und dann, Vers 26.
Und Seth zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Aber hier ist die Frage, die niemand stellt. Seth zeugte einen Sohn. Mit wem? Wieder keine Frau erwähnt. Wieder keine Erklärung. Die Genesis nimmt einfach an, dass Frauen existieren. Sie sind Hintergrund. Sie sind unsichtbar. Ihre einzige Rolle ist es, Söhne zu gebären, die dann in den Genealogien aufgelistet werden. Aber ohne diese unsichtbaren Frauen gibt es keine Genealogie. Ohne sie gibt es keine Geschichte. Ohne sie gibt es keine Menschheit. Und doch werden sie nicht genannt. Das ist keine literarische Nachlässigkeit. Das ist Ideologie. Die Genesis wurde in einer patriarchalen Kultur geschrieben, in der Frauen als Eigentum galten, nicht als Personen. Sie hatten keine eigenen Geschichten. Sie existierten nur in Bezug auf die Männer in ihrem Leben, ihre Väter, ihre Ehemänner, ihre Söhne. Und diese Ideologie durchdringt die gesamte Erzählung. Die Töchter Adams werden nicht genannt, weil sie in den Augen der Autoren nicht wichtig genug waren. Aber ihr Schweigen schreit lauter als jedes Wort. Und hier ist die explosive Wahrheit, die aus diesem Schweigen hervorgeht. Wenn Genesis absichtlich die Frauen auslässt, was lässt sie sonst noch aus? Wenn die Geschichte von Kains Frau zu unbequem war, um sie zu erzählen, welche anderen Geschichten wurden begraben? Welche anderen Wahrheiten wurden aus der Erzählung getilgt, weil sie nicht in das theologische Programm passten? Die Antwort liegt in den Texten, die nicht in die Bibel aufgenommen wurden, in den apokryphen Schriften, in den jüdischen Legenden, in den archäologischen Funden, die eine ganz andere Geschichte erzählen. Und in den nächsten Kapiteln werden wir diese verborgenen Quellen öffnen und die Namen sprechen, die die Bibel verschwiegen hat. Genesis Kapitel 5, Vers 4. 9 Wörter im Hebräischen, 14 in der deutschen Übersetzung. Und diese 14 Wörter zerstören die gesamte Erzählung, die Genesis 4 aufgebaut hat. Hier ist, was da steht. Und Adam lebte 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Söhne und Töchter. Plural, nicht einen Sohn, nicht eine Tochter, Söhne und Töchter. Plötzlich, nachdem uns die Bibel nur von Kain, Abel und Seth erzählt hat, wird uns mitgeteilt, dass es Dutzende mehr gab, vielleicht Hunderte, und sie alle wurden aus der Geschichte gelöscht. Denk darüber nach. Genesis 4 erzählt eine Geschichte von 3 Brüdern, Kain, Abel, Seth. Jeder von ihnen bekommt eine Erzählung. Kain tötet Abel, Seth ersetzt Abel. Ihre Söhne werden aufgelistet, ihre Nachkommen werden verfolgt. Aber die Schwestern? Nichts. Kein Name, keine Geschichte. Keine Rolle, außer der impliziten Funktion, Ehefrauen für ihre Brüder zu werden. Sie sind die unsichtbaren Frauen, auf denen die gesamte Zivilisation aufgebaut wurde. Und doch existieren sie nur als Fußnote, ein Halbsatz, eine beiläufige Erwähnung, die leicht überlesen werden kann. Aber hier wird es interessant, weil diese eine Zeile in Genesis 5 alles verändert. Sie bestätigt, was wir bereits vermuteten. Kain hatte keine Frau aus dem Nichts gefunden. Er hatte eine Schwester geheiratet. Und nicht nur eine. Adam und Eva hatten genug Töchter, dass jeder ihrer Söhne eine Frau finden konnte. Die Frage ist nicht mehr, ob es Inzest gab. Die Frage ist, warum die Bibel es verschweigt. Warum werden die Töchter nicht genannt? Warum werden ihre Geschichten nicht erzählt? Warum sind sie aus der heiligsten Genealogie der Welt verschwunden? Die traditionelle Antwort, die du von Theologen hörst, ist folgende:
Die Bibel konzentriert sich auf die messianische Linie. Sie verfolgt die Abstammung von Adam zu Noah, zu Abraham, zu David, zu Jesus. Frauen werden nur erwähnt, wenn sie für diese Linie relevant sind. Sarah, Rebekka, Rahel, Ruth. Sie bekommen Namen, weil sie die Mütter der Patriarchen sind. Die Töchter Adams bekommen keine Namen, weil sie nicht in dieser direkten Linie stehen. Das ist die Erklärung. Aber es ist eine Lüge. Oder zumindest eine halbe Wahrheit. Denn wenn du tiefer gräbst, wenn du die Texte liest, die nicht in die Bibel aufgenommen wurden, findest du etwas Erstaunliches. Die Töchter hatten Namen, sie hatten Geschichten. Und diese Geschichten wurden absichtlich gelöscht. Das Buch der Jubiläen, geschrieben im 2. Jahrhundert vor Christus, ist einer der ältesten jüdischen Texte außerhalb der kanonischen Bibel. Es wurde in Qumran gefunden, zusammen mit den toten Meeresrollen. Es wurde von frühen christlichen Gemeinschaften gelesen und respektiert, und es nennt die Töchter beim Namen. Kapitel 4, Verse 1-9. Adam und Eva hatten 2 Töchter. Die erste hieß Awan, die zweite hieß Asura. Awan wurde die Frau von Kain. Azura wurde die Frau von Seth. Das Buch der Jubiläen erzählt ihre Geschichte mit derselben Detailgenauigkeit, die Genesis für die Söhne verwendet. Und dann, später, werden weitere Töchter erwähnt. Luluwa, Aklia. Namen, die in keiner Bibel stehen. Der Midrasch, die rabbinische Auslegungstradition, geht noch weiter. Er sagt, Adam und Eva hatten 33 Söhne und 23 Töchter. 56 Kinder insgesamt. Die rabbinischen Gelehrten berechneten dies auf der Grundlage von Genesis 5, Vers 4, der sagt, dass Adam 930 Jahre lebte. Wenn Eva alle paar Jahre ein Kind gebar, und sie lebten beide Jahrhunderte, dann wäre eine große Familie nicht nur möglich, sondern unvermeidlich. Und diese Kinder, diese Dutzenden von Söhnen und Töchtern, wurden die Gründer der gesamten Menschheit. Aber nur die männlichen Namen wurden in die Genealogie aufgenommen. Warum? Warum diese systematische Auslöschung? Die Antwort liegt in der Struktur des antiken Patriarchats. In der hebräischen Kultur, wie in den meisten antiken Kulturen, wurde die Abstammung durch die männliche Linie verfolgt. Frauen gehörten zur Familie ihres Vaters, bis sie heirateten. Dann gehörten sie zur Familie ihres Mannes. Sie hatten keine eigene Identität. Ihr Wert lag in ihrer Fähigkeit, Söhne zu gebären. Und deshalb wurden ihre Namen nicht in die offiziellen Aufzeichnungen aufgenommen. Sie waren nicht wichtig genug, um erinnert zu werden. Aber das erklärt nicht alles. Denn es gibt Frauen in der Bibel, die genannt werden. Eva selbst wird genannt. Sarah, Rebekka, Rahel, Lea. Sogar Tamar, die ihren Schwiegervater verführte. Sogar Rahab, die Prostituierte. Frauen, die eine Rolle in der Geschichte spielten, wurden nicht vergessen. Die Töchter Adams wurden vergessen, weil ihre Geschichte zu gefährlich war. Weil die Anerkennung, dass Kain und Seth ihre eigenen Schwestern heirateten, Fragen aufwirft, die das wörtliche Verständnis von Genesis zerstören. Denk darüber nach. Wenn die Bibel offen zugeben würde, dass die Menschheit durch Inzest gegründet wurde, wie könnte sie dann Inzest in Levitikus verbieten? Wie könnte Gott im 3. Buch Mose sagen, du sollst nicht die Blöße deiner Schwester aufdecken, wenn er genau das von Kain verlangte? Der Widerspruch ist unhaltbar. Die einzige Lösung war, die Töchter zu verschweigen. Sie existieren zu lassen, aber sie unsichtbar zu machen. Sie in den Schatten zu halten, wo niemand Fragen stellen würde. Und hier ist die wirkliche Tragödie.
Diese Frauen, diese vergessenen Töchter, waren die Mütter der Zivilisation. Sie waren diejenigen, die die ersten Kinder der zweiten Generation zur Welt brachten. Sie waren diejenigen, die die Geschichten, die Traditionen, das Wissen weitergaben. In jeder antiken Kultur waren Frauen die Trägerinnen der Kultur. Sie lehrten die Kinder, sie bewahrten die Rituale, sie hielten die Gemeinschaft zusammen. Aber in der biblischen Erzählung sind sie nicht einmal eine Fußnote. Sie sind Geister, präsent, aber unsichtbar, notwendig, aber unerwähnt. Die Auslöschung der Töchter Adams ist nicht nur eine literarische Entscheidung. Es ist ein politischer Akt. Es ist die Etablierung einer patriarchalen Ordnung, die bis heute andauert. Eine Ordnung, in der Frauen existieren, aber nicht zählen. Wo ihre Beiträge notwendig, aber unsichtbar sind. Wo ihre Namen vergessen werden, während die Namen ihrer Brüder, Väter und Söhne in Stein gemeißelt werden. Und alles begann hier, in Genesis 5, Vers 4, mit 9 Wörtern im Hebräischen, die gleichzeitig alles und nichts sagen. Söhne und Töchter. Aber nur die Söhne bekommen Namen. Nur die Söhne bekommen Geschichten. Die Töchter, sie verschwinden in die Dunkelheit der Geschichte. Bis jetzt. Es gibt eine Bibliothek, eine unsichtbare Bibliothek, Texte, die genauso alt sind wie die Bibel, manchmal älter. Texte, die von denselben Gemeinschaften gelesen wurden, die Genesis schrieben. Texte, die von den frühen Christen als heilig betrachtet wurden. Aber irgendwo auf dem Weg, im 4. Jahrhundert, als die Kirche entschied, welche Bücher in die Bibel gehören und welche nicht, wurden diese Texte aussortiert. Nicht, weil sie falsch waren, nicht, weil sie heretisch waren, sondern weil sie zu viel verrieten, weil sie die Namen nannten, die Genesis verschwiegen hatte, weil sie die Geschichte erzählten, die zu gefährlich war, um sie zu bewahren. Der wichtigste dieser Texte ist das Buch der Jubiläen, auch bekannt als die kleine Genesis, geschrieben im 2. Jahrhundert vor Christus, irgendwo in Judäa, von einem Autor, dessen Name verloren gegangen ist. Aber der Text selbst, der überlebte. Kopien wurden in Äthiopien bewahrt, wo das Buch bis heute als kanonische Schrift gilt. Fragmente wurden in Qumran gefunden, in den Höhlen am Toten Meer, zusammen mit den ältesten bekannten Kopien der biblischen Bücher. Die Essener, die jüdische Sekte, die diese Texte versteckte, betrachteten Jubiläen als genauso heilig wie die Tora. Vielleicht heiliger, denn es erzählte die Geschichten, die Mose angeblich direkt von Gott hörte, als er 40 Tage auf dem Berg Sinai war. Und was erzählt Jubiläen über die Töchter Adams? Alles. Kapitel 4, Verse 1 bis 9. In der ersten Woche des 2. Jubeljahres, sagt der Text, brachte Eva eine Tochter zur Welt. Sie nannte sie Awan. Das ist die erste Tochter der Menschheit, geboren in derselben Woche wie Kain, vielleicht als seine Zwillingsschwester. Dann in der 3. Woche wird Abel geboren, und in der 4. Woche wird eine zweite Tochter geboren. Azura, 2 Töchter, 2 Söhne. Die erste Familie ist vollständig. Und dann, nach dem Mord an Abel, nach der Verbannung von Kain, arrangiert Gott selbst die Ehen. Am Ende der 4. Woche des 5. Jubeljahres heiratet Kain seine Schwester Awan. Und zu Beginn der 1. Woche des 6. Jubeljahres heiratet Seth seine Schwester Azura. Siehst du, was hier passiert? Jubiläen beantwortet die Frage, die Genesis offen ließ. Kains Frau war Awan, seine eigene Schwester. Seths Frau war Asura, ebenfalls seine Schwester. Das Buch verschweigt es nicht.
Es schämt sich nicht dafür. Es präsentiert es als göttlichen Plan. Die Ehen wurden nicht aus Lust oder Zufall arrangiert, sondern als Teil einer kosmischen Ordnung. Gott selbst gibt die Töchter ihren Brüdern zur Frau, und die Menschheit wächst von dort aus. Aber das ist nicht alles, was Jubiläen enthüllt. Der Text fährt fort, die Namen weiterer Töchter aufzulisten. Kapitel 4, Vers 24. Adam und Eva hatten noch viele andere Söhne und Töchter. 9 Söhne werden namentlich genannt. Die Töchter werden gezählt, aber nicht alle benannt. Aber das bloße Zählen, die Anerkennung ihrer Existenz ist revolutionär. Genesis sagt nur Söhne und Töchter. Jubiläen gibt ihnen Struktur, Chronologie, Bedeutung. Sie waren nicht nur Hintergrund, sie waren Akteure in der Geschichte der Schöpfung. Der Midrasch, die rabbinische Kommentartradition, geht noch tiefer. Im Midrasch Rabbah, einer Sammlung von Auslegungen, die über Jahrhunderte zusammengetragen wurde, wird die Geschichte von Kains Frau ausführlich diskutiert. Die Rabbiner stellten sich dieselbe Frage, die wir uns stellen: Woher kam sie? Und ihre Antwort war eindeutig. Sie war eine Tochter von Adam, geboren in derselben Zeit wie Kain. Einige Traditionen nennen sie Luluwa, andere nennen sie Awan wie Jubiläen. Aber alle stimmen darin überein, dass sie seine Schwester war. Und die Rabbiner gingen noch weiter. Sie sagten, dass jeder Sohn von Adam mit einer Zwillingsschwester geboren wurde. Kain wurde mit Luluwa geboren. Abel wurde mit Aklima geboren. Seth wurde mit Asura geboren. Die Ehen waren vorbestimmt. Zwillinge heirateten Zwillinge. So sollte die Welt bevölkert werden. Warum wurden diese Texte nicht in die Bibel aufgenommen? Die offizielle Antwort ist theologisch. Als die Kirchenväter im 4. Jahrhundert in Nicäa und später in Karthago zusammenkamen, um den biblischen Kanon festzulegen, hatten sie Kriterien. Ein Buch musste von einem Apostel oder Propheten geschrieben worden sein. Es musste in der gesamten Kirche weithin akzeptiert sein. Und es musste mit der apostolischen Lehre übereinstimmen. Jubiläen erfüllte diese Kriterien nicht. Es war nicht prophetisch genug. Es war zu detailliert. Es fügte zu viele Geschichten hinzu, die nicht in der Tora standen. Also wurde es aussortiert. Aber die wahre Antwort ist politisch. Jubiläen gab den Töchtern Adams Namen und Geschichten. Es machte sie sichtbar. Und das bedrohte die patriarchale Struktur, die die Kirche etablieren wollte. Wenn Awan und Asura als Gründerinnen der Menschheit anerkannt würden, wenn ihre Geschichten mit derselben Ehrfurcht erzählt würden wie die von Kain und Seth, dann würde das die Hierarchie destabilisieren. Frauen hätten eine theologische Grundlage, um Gleichberechtigung zu fordern. Sie könnten sagen: Schaut, unsere Urmütter waren genauso wichtig wie unsere Urväter. Aber das durfte nicht passieren. Also wurde Jubiläen aus dem Kanon entfernt. Der Midrasch wurde als rabbinische Legende abgetan, und die Namen der Töchter verschwanden wieder in die Dunkelheit. Die Qumran-Rollen bestätigen all dies. Als die Essener im 1. Jahrhundert vor Christus ihre Bibliothek in den Höhlen versteckten, bewahrten sie mehrere Kopien von Jubiläen auf. Mehr Kopien als von vielen biblischen Büchern. Das zeigt, wie wichtig dieser Text für sie war. Sie glaubten, dass Jubiläen die wahre Geschichte enthielt. Die vollständige Geschichte, die Genesis nur angedeutet hatte. Und als diese Rollen 1907 nach Christus entdeckt wurden, explodierten sie wie eine Bombe in der akademischen Welt. Plötzlich hatten Gelehrte Zugang zu Texten,
die seit fast 2000 Jahren verloren waren. Texte, die bestätigten, was sie immer vermutet hatten. Die Bibel war nicht die einzige Quelle. Es gab eine ganze Literatur, die parallel existierte. Eine Literatur, die die Lücken füllte, die Genesis offen gelassen hatte. Und hier ist die Ironie. Die Kirche verbannte diese Texte, weil sie zu viel enthüllten, aber durch die Verbannung machte sie noch wertvoller. Denn jetzt, da wir sie lesen können, sehen wir, was versteckt wurde. Wir sehen die Namen, die gelöscht wurden. Wir sehen die Geschichten, die zu gefährlich waren. Awan, Azura, Luluwa, Aklima. Die vergessenen Töchter von Adam und Eva. Sie leben weiter, nicht in der Bibel, sondern in den Schatten, in den apokryphen Texten, in den rabbinischen Legenden, in den Höhlen von Qumran. Und jetzt, in diesem Moment, holen wir sie ans Licht. Was, wenn ich dir sage, dass Eva nicht die erste Frau war? Was, wenn die gesamte Geschichte, die du über die Schöpfung kennst, eine Revision ist? Eine zweite Version, die geschrieben wurde, um eine frühere, gefährlichere Wahrheit zu begraben. Halt dich fest, denn was du gleich hören wirst, wird dein Verständnis von Genesis auf den Kopf stellen. Es gibt eine Frau, die vor Eva existierte, eine Frau, die aus demselben Staub geschaffen wurde wie Adam, eine Frau, die sich weigerte, sich zu unterwerfen. Ihr Name ist Lilith. Und ihre Geschichte wurde aus der Bibel gelöscht, weil sie zu mächtig, zu gefährlich, zu unbeugsam war. Genesis Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Lies das nochmal, als Mann und Frau, gleichzeitig, zusammen, aus demselben Akt der Schöpfung. Aber dann, in Genesis Kapitel 2, Vers 21, wird eine andere Geschichte erzählt. Gott lässt Adam in einen tiefen Schlaf fallen, nimmt eine seiner Rippen und erschafft Eva daraus. 2 Schöpfungsgeschichten, 2 verschiedene Frauen. Die erste namenlos, geschaffen als Gleichberechtigte. Die zweite Eva, geschaffen aus Adams Körper, untergeordnet, abhängig. Warum gibt es 2 Versionen? Die Antwort liegt in dem, was zwischen den Zeilen steht. In der Frau, die aus der ersten Geschichte verschwand. Die jüdische Mystik bewahrt ihren Namen. Der Alphabetum Siracidis, ein mittelalterlicher jüdischer Text aus dem 10. Jahrhundert nach Christus, erzählt die Geschichte explizit. In der ersten Schöpfung erschuf Gott Adam und Lilith aus demselben Staub der Erde. Sie waren Gleichgestellte. Aber Lilith weigerte sich Adam unterzuordnen. Als er von ihr verlangte, unter ihm zu liegen, sagte sie: »Warum sollte ich unten liegen? Ich bin aus demselben Staub wie du. Wir sind gleich.« Adam bestand darauf. Lilith sprach den unaussprechlichen Namen Gottes, erhob sich in die Luft und flog davon. Sie verließ Eden. Sie verließ Adam. Und sie kehrte nie zurück. Das klingt wie eine Legende, richtig? Wie ein mittelalterlicher Mythos, der nichts mit der echten Bibel zu tun hat. Aber hier ist das Problem. Der Alphabetum Siracidis ist nicht die einzige Quelle. Die Wurzeln von Lilith reichen viel, viel tiefer. Babylonische Tafeln aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, 1000 Jahre vor Genesis, erwähnen eine Dämonin namens Lilitu. Sie ist ein Nachtgeist, ein Sturmwind, eine Verführerin, die Männer in ihrem Schlaf heimsucht und Säuglinge stiehlt. Die sumerischen Texte, noch älter, sprechen von Kisikil Lillake, einem weiblichen Geist, der in den Ruinen lebt und Chaos bringt. Diese sind nicht nur zufällige Übereinstimmungen, das sind direkte Vorläufer. Lilith existierte in der mesopotamischen Mythologie, lange bevor Genesis geschrieben wurde.
Und hier ist der Schlüssel. Wenn die hebräischen Autoren von Genesis diese babylonischen Mythen kannten, und wir wissen, dass sie es taten, weil sie im babylonischen Exil lebten, dann kannten sie auch Lilith. Sie wussten von der ersten Frau, die gleichberechtigt geschaffen wurde und sich weigerte, sich zu unterwerfen. Aber sie konnten diese Geschichte nicht in Genesis aufnehmen, nicht weil sie falsch war, sondern weil sie das patriarchale Modell bedrohte, das sie etablieren wollten. Eine Frau, die sich weigert, ihrem Mann zu gehorchen? Eine Frau, die Gottes Namen benutzt, um zu entkommen? Das war untragbar. Also wurde Lilith aus der Geschichte getilgt. Und Eva, die gehorsame Frau, geschaffen aus Adams Rippe, wurde an ihre Stelle gesetzt. Aber die Spuren blieben. Jesaja Kapitel 34, Vers 14. Eine der wenigen Stellen in der kanonischen Bibel, wo Lilith erwähnt wird. In einer Prophezeiung über die Zerstörung Edoms heißt es: Dort treffen sich die Wüstentiere mit den Hyänen, und der Bocksgeist schreit nach seinem Gesellen. Ja, dort rastet Lilith und findet einen Ruheplatz für sich. Die meisten deutschen Übersetzungen übersetzen Lilith als Nachtgespenst oder Eule. Aber im hebräischen Original steht Lilith. Lilith. Sie ist dort, versteckt in einer Fußnote. Ein Schatten in den Ruinen. Ein Echo der ursprünglichen Geschichte. Jetzt kommt zurück zu Kain. Zu der Frage, die dieses ganze Video gestartet hat. Woher kam seine Frau? Was, wenn sie keine Tochter von Adam war? Was, wenn sie von Lilith abstammte? Einige jüdische Legenden behaupten genau das. Sie sagen, nachdem Lilith Eden verließ, lebte sie am Roten Meer, wo sie sich mit Dämonen paarte und Tausende von Nachkommen gebar. Andere Versionen sagen, sie paarte sich mit Samael, dem gefallenen Engel. Ihre Kinder wurden die Lilim, eine Rasse von Dämonen und Geistern. Aber was, wenn einige dieser Nachkommen menschlich aussahen? Was, wenn sie eine parallele Linie zur Familie Adams bildeten? Das würde erklären, warum Kain im Land Not eine Bevölkerung vorfand. Es waren keine Nachkommen von Adam. Es waren Nachkommen von Lilith. Eine separate Schöpfung, eine andere Linie. Und als Kain eine Frau aus dieser Linie heiratete, vermischten sich die beiden Linien, die Söhne Adams und die Töchter Liliths. Diese Interpretation ist radikal. Sie ist nicht orthodox, aber sie löst das Problem auf eine Weise, die die traditionellen Antworten nicht können. Sie erklärt, woher die Menschen in Not kamen. Sie erklärt, warum Kains Frau nicht in Genesis erwähnt wird. Und sie erklärt, warum die Geschichte von Lilith so aggressiv aus der Bibel entfernt wurde. Die Kirchenväter hassten Lilith. Tertullian im 2. Jahrhundert nannte sie eine Dämonin der Nacht. Hieronymus im 4. Jahrhundert übersetzte ihren Namen als Lamia, ein griechisches Monster. Augustinus ignorierte sie völlig. Warum so viel Aufwand, um eine Figur auszulöschen, die angeblich nicht existiert? Weil sie existierte. Nicht als historische Person vielleicht, aber als theologische Bedrohung. Lilith repräsentierte eine Alternative, eine Welt, in der Frauen nicht aus Männern geschaffen wurden, eine Welt, in der Frauen gleich waren und sich weigern konnten zu gehorchen. Diese Alternative musste vernichtet werden, aber sie überlebte. In der Kabbala, der jüdischen Mystik, ist Lilith eine zentrale Figur. Sie ist die dunkle Göttin, die Schattenseite der Schöpfung, die weibliche Kraft, die sich nicht domestizieren lässt. Im Zohar, dem Hauptwerk der Kabbala aus dem 13. Jahrhundert, wird sie ausführlich diskutiert. Sie ist nicht nur eine Dämonin,
Sie ist eine kosmische Macht, und ihre Geschichte ist untrennbar mit der Geschichte der Schöpfung verbunden. Die Kabbalisten verstanden, was die Bibel verschweigen wollte. Es gab 2 Frauen am Anfang. Die erste wurde gelöscht, die zweite wurde unterworfen. Und aus dieser Unterdrückung entstand die gesamte patriarchale Ordnung. Lass uns über das Unbehagliche sprechen, über das Thema, das jeder kennt, aber niemand laut ausspricht. Wenn Kain seine Schwester Awan heiratete, wenn Seth seine Schwester Assura heiratete, wenn alle Söhne Adams ihre eigenen Schwestern heirateten, dann wurde die gesamte Menschheit durch Inzest gegründet. Das ist nicht nur unbequem, das ist genetisch katastrophal. Und theologisch? Es zerreißt das moralische Fundament, auf dem die Bibel aufgebaut ist. Denn wie kann Gott in Levitikus Kapitel 18 den Inzest verbieten und es gleichzeitig in Genesis verlangen? Wie kann dasselbe heilige Buch sagen, du sollst nicht die Blöße deiner Schwester aufdecken, wenn die ersten Menschen genau das tun mussten, um zu überleben? Die traditionelle Antwort, die du von Apologeten hörst, geht so: In den frühen Tagen der Schöpfung war die menschliche DNA perfekt. Es gab keine genetischen Mutationen, keine Erbkrankheiten, keine Defekte. Deshalb war Inzest damals nicht gefährlich. Erst später, nach der Sintflut, nach Generationen von Sünde und Verfall, wurde die DNA beschädigt. Deshalb musste Gott den Inzest verbieten. Um die genetische Gesundheit zu schützen. Das ist die Standarderklärung. Und sie ist wissenschaftlich absurd. Denn wenn Adam und Eva nur einen begrenzten Genpool hatten, dann würde jede Vermehrung zwischen ihren Kindern diesen Pool weiter verengen, nicht erweitern. Selbst mit perfekter DNA würde die Inzucht innerhalb weniger Generationen zu genetischer Katastrophe führen. Lass mich dir zeigen, wie das funktioniert. Genetik 101. Jeder Mensch trägt 2 Kopien jedes Gens, eine von der Mutter, eine vom Vater. Wenn diese Gene identisch sind, weil die Eltern verwandt sind, steigt das Risiko für rezessive Erbkrankheiten dramatisch an. Bei Geschwistern, die Kinder haben, liegt die Wahrscheinlichkeit für schwere genetische Defekte bei etwa 50%. Bei Cousins ersten Grades immer noch bei etwa 12%. Das sind keine theoretischen Zahlen, das ist dokumentierte Wissenschaft. Königshäuser in Europa, die über Jahrhunderte Inzucht betrieben, erlebten genau diese Katastrophe. Die Habsburger, die Ptolemäer. Generation um Generation von genetischen Defekten, Unfruchtbarkeit, frühem Tod. Also, wenn die Menschheit wirklich aus einer einzigen Familie stammt, wenn alle Menschen von Adam und Eva abstammen, dann sollten wir alle die genetischen Narben dieser ursprünglichen Inzucht tragen. Aber das tun wir nicht. Die menschliche DNA zeigt eine breite genetische Vielfalt, die unmöglich aus 2 Individuen entstanden sein kann. Populationsgenetiker haben berechnet, dass die minimale Ausgangspopulation für die Menschheit zwischen 10.000 und 15.000 Individuen liegt. Nicht 2, nicht 8, wie nach der Sintflut, Tausende. Das ist die wissenschaftliche Realität, und sie widerspricht der wörtlichen Interpretation von Genesis fundamental. Aber lass uns das theologische Problem betrachten, denn das ist noch explosiver. Levitikus, Kapitel 18, Verse 6 bis 18. Eine detaillierte Liste von verbotenen sexuellen Beziehungen. Du sollst nicht die Blöße deiner Mutter aufdecken, nicht die deiner Schwester, nicht die deiner Tante, nicht die deiner Schwiegertochter. Die Liste ist umfassend und absolut. Und die Strafe? Tod.
Levitikus 20, Vers 17. Wenn jemand seine Schwester nimmt, seines Vaters Tochter oder seiner Mutter Tochter, das ist eine Schandtat. Sie sollen ausgerottet werden vor den Augen ihres Volks. Ausgerottet. Für genau das, was Kain und Seth tun mussten. Wie lösen Theologen diesen Widerspruch? Sie sagen, Gottes Gesetze ändern sich je nach historischem Kontext. In Genesis war Inzest notwendig, weil es keine Alternative gab. In Levitikus wurde er verboten, weil die Population groß genug war, dass er nicht mehr nötig war. Gott passt seine Moralität an die Umstände an. Aber halt mal kurz. Wenn Moral relativ ist, wenn das, was heute Sünde ist, gestern Pflicht war, dann gibt es keine absolute Moral. Dann ist die gesamte Grundlage des biblischen Gesetzes zusammengebrochen. Denn entweder ist Inzest immer falsch, oder er ist kontextabhängig. Und wenn er kontextabhängig ist, was sonst noch? Einige Theologen nehmen einen anderen Ansatz. Sie sagen, Genesis ist nicht wörtlich. Es ist Allegorie. Adam und Eva repräsentieren nicht zwei individuelle Menschen, sondern die gesamte Menschheit. Ihre Kinder sind nicht einzelne Personen, sondern Stämme oder Völker. Die Geschichte von Kain und Abel ist eine Metapher für den Konflikt zwischen Ackerbauern und Nomaden. In dieser Lesart gibt es kein Inzestproblem, weil es nie wörtliche Geschwisterehen gab. Es ist alles symbolisch. Aber wenn Genesis symbolisch ist, wo ziehst du die Grenze? Ist die Schöpfung in 6 Tagen symbolisch? Ist der Sündenfall symbolisch? Ist die gesamte Grundlage der christlichen Erlösungslehre symbolisch? Die Allegorisierung löst ein Problem, aber sie öffnet 1000 andere. Und hier ist die unbequeme Wahrheit, die beide Lösungen offenbaren. Egal, welchen Ansatz du wählst, ob du Genesis wörtlich oder symbolisch liest, du endest mit einem unlösbaren Problem. Wenn du es wörtlich nimmst, musst du Inzest als göttlichen Willen akzeptieren. Wenn du es symbolisch nimmst, musst du die historische Grundlage des christlichen Glaubens aufgeben. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keine saubere Lösung. Die Geschichte selbst zwingt dich, zwischen 2 unmöglichen Positionen zu wählen. Das ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis einer Erzählung, die nie als historischer Bericht konzipiert war. Genesis wurde geschrieben, um theologische Wahrheiten zu vermitteln, nicht biologische Fakten. Die Autoren kümmerten sich nicht um Genetik. Sie kümmerten sich um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die Frage nach Kains Frau war für sie irrelevant. Aber für uns, die wir diese Geschichte mit wissenschaftlichen Augen lesen, ist sie zentral. Denn sie entlarvt die Lücke zwischen dem, was die Bibel sagt, und dem, was wir über die Welt wissen. Und in dieser Lücke liegt die Erkenntnis, dass Genesis nicht als wörtliche Geschichte funktioniert. Sie funktioniert als Mythos, als theologisches Drama, als Erklärung für die menschliche Kondition, aber nicht als Chronik der Ereignisse. Und sobald du das akzeptierst, ändert sich alles. Es gibt eine Theorie, eine gefährliche, radikale, häretische Theorie, die seit dem 17. Jahrhundert Theologen, Wissenschaftler und Philosophen spaltet. Eine Theorie, die so explosiv ist, dass Menschen dafür verbrannt, exkommuniziert und aus ihren Gemeinden vertrieben wurden. Und hier ist sie in einem einzigen Satz. Adam war nicht der erste Mensch. Es gab Menschen vor ihm, vielleicht Tausende von Jahren vor ihm, vielleicht Millionen. Diese Menschen lebten, liebten, starben und bauten Zivilisationen, lange bevor der Gott der Bibel Adam aus dem Staub formte.
Sie werden Präadamiten genannt, und ihre Existenz würde jede wörtliche Interpretation von Genesis zerstören. Die Idee ist nicht neu. Sie taucht erstmals in der frühen Kirche auf, in den Schriften von Origenes, einem der brillantesten Theologen des 3. Jahrhunderts. Origenes stellte eine einfache Frage. Wenn Kain nach seiner Verbannung ins Land Not ging und dort eine Stadt baute, wer lebte in dieser Stadt? Origenes antwortete, es müssen andere Menschen dort gewesen sein. Menschen, die nicht von Adam abstammten. Menschen, die vor der Genesis-Erzählung existierten. Seine Lösung war, Genesis als allegorisch zu lesen. Adam war der erste geistliche Mensch, nicht der erste biologische. Aber diese Interpretation war zu radikal. Die Kirche verwarf sie. Origenes wurde später zum Heretiker erklärt, und seine Ideen wurden begraben. Aber sie starben nicht. Im 17. Jahrhundert, im Jahr 1654, veröffentlichte ein französischer Calvinist namens Isaac de la Peyrère ein Buch, das die theologische Welt erschütterte. Der Titel Prä-Adamitae, Menschen vor Adam. La Peyrère argumentierte, dass Genesis nicht die Geschichte der gesamten Menschheit erzählt, sondern nur die Geschichte der Juden. Adam war der erste Jude, nicht der erste Mensch. Die Heiden, alle anderen Völker der Erde, stammten von einer früheren Schöpfung ab. Das erklärt, warum Kain im Land Not Menschen fand. Das erklärt, warum es in Genesis Kapitel 6 von den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen spricht, als ob das zwei verschiedene Gruppen wären. Die Präadamiten waren überall. Die Reaktion war brutal. La Peyrère Buch wurde in Paris öffentlich verbrannt. Er wurde verhaftet, gezwungen, seine Thesen zu widerrufen und verbrachte den Rest seines Lebens in Isolation. Aber sein Argument, das überlebte. Es verbreitete sich in ganz Europa. Philosophen wie Voltaire griffen es auf. Wissenschaftler nutzten es, um die wachsenden archäologischen Beweise für prähistorische Menschen zu erklären. Denn im 18. und 19. Jahrhundert begannen Fossilien aufzutauchen. Knochen von Menschen, die Zehntausende, Hunderttausende, sogar Millionen Jahre alt waren. Und diese Fossilien passten nicht in den biblischen Zeitrahmen. Genesis gibt uns eine klare Chronologie. Wenn du die Genealogien von Adam bis Abraham rechnest, kommst du auf etwa 4000 Jahre vor Christus für Adams Schöpfung. Bischof Ussher, ein irischer Theologe im 17. Jahrhundert, berechnete das genaue Datum. Der 23. Oktober, 4003 vor Christus, um 9 Uhr morgens. Das war die offizielle Position der Kirche. Die Erde war 6000 Jahre alt. Adam war 6000 Jahre alt. Und alles, was davor lag, existierte nicht. Aber dann kamen die Fossilien. Neandertaler, Homo erectus, Homo habilis, Schädel und Knochen, die durch Radiokarbondatierung auf 100.000, 200.000, 2 Millionen Jahre datiert wurden. Die Beweise waren unbestreitbar. Es gab Menschen lange vor Adam. Die Kirche reagierte auf zwei Arten. Die Fundamentalisten leugneten die Wissenschaft. Sie sagten, die Fossilien seien Fälschungen oder Überreste von Tieren, nicht von Menschen. Einige behaupteten, Gott habe die Erde mit dem Anschein von Alter erschaffen, um den Glauben zu testen. Andere sagten, die Sintflut habe die geologischen Schichten durcheinandergebracht, so dass die Datierungen falsch seien. Jede dieser Erklärungen erforderte das Ignorieren massiver Mengen wissenschaftlicher Beweise. Die progressiveren Theologen nahmen einen anderen Ansatz. Sie sagten, Genesis ist nicht historisch, es ist Theologie. Adam ist eine Metapher.
Die Schöpfungsgeschichte ist poetisch, nicht faktisch. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es keinen Konflikt zwischen Wissenschaft und Glauben. Aber hier ist das Problem mit beiden Ansätzen. Wenn du die Wissenschaft leugnest, verlierst du jegliche Glaubwürdigkeit in der modernen Welt. Wenn du Genesis allegorisierst, verlierst du die Grundlage für die Erbsünde, für die Notwendigkeit der Erlösung, für die gesamte christliche Soteriologie. Paulus sagt in Römer 5, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt. Wenn Adam nicht historisch ist, wie funktioniert dann die Theologie der Erlösung? Das ist das Dilemma. Und die Präadamitentheorie bietet einen dritten Weg, einen Weg, der sowohl die Wissenschaft als auch die Theologie bewahrt. Hier ist, wie es funktioniert. Die Wissenschaft hat recht, es gab Menschen vor Adam. Homo sapiens existiert seit mindestens 300.000 Jahren. Sie lebten, jagten, malten in Höhlen, begruben ihre Toten. Aber diese Menschen hatten keine Beziehung zu Gott. Sie waren biologisch menschlich, aber spirituell nicht erwacht. Dann, vor etwa 6.000 Jahren, wählte Gott ein Paar aus, Adam und Eva. Er gab ihnen ein Bewusstsein für Gut und Böse. Er gab ihnen eine Seele. Er machte sie zu spirituellen Wesen. Und von diesem Paar stammen alle spirituell bewussten Menschen ab. Die Präadamiten starben aus oder vermischten sich mit Adams Linie. Und heute sind wir alle Nachkommen dieser gemischten Abstammung. Das klingt nach einem Kompromiss. Aber es ist mehr als das. Es ist ein Paradigmenwechsel. Es trennt die biologische Evolution von der spirituellen Schöpfung. Es erlaubt der Wissenschaft, ihre Geschichte zu erzählen, während die Theologie ihre Geschichte erzählt. Und es erklärt, woher Kains Frau kam. Sie war eine Präadamitin, eine Frau aus der älteren Linie, die Kain heiratete und deren Nachkommen sich mit den Nachkommen von Seth vermischten. Das ist nicht orthodox. Die meisten Kirchen würden es ablehnen. Aber es löst das Problem auf eine Weise, die weder die Wissenschaft noch die Theologie zerstört. Und vielleicht, nur vielleicht, ist das die Wahrheit, die zwischen den Zeilen von Genesis liegt. Jetzt kommen wir zum Kern der Sache, zur Frage, die du dir wahrscheinlich schon seit dem ersten Kapitel stellst. Wenn all diese Informationen existieren, wenn es Texte wie das Buch der Jubiläen gibt, wenn rabbinische Gelehrte die Namen der Töchter Adams kannten, wenn die frühen Christen diese Geschichten lasen, warum wurde das alles aus der Bibel entfernt? Warum haben wir erst jetzt, 2000 Jahre später, wieder Zugang zu diesem Wissen? Die Antwort ist nicht kompliziert. Sie ist politisch, sie ist strategisch und sie ist absolut beabsichtigt. Die Kirche wusste von diesen Geschichten und sie entschied, dass sie zu gefährlich waren, um zu überleben. Lass uns ins 4. Jahrhundert reisen, das Jahr 325 nach Christus. Kaiser Konstantin hat gerade das Edikt von Mailand erlassen, das das Christentum im Römischen Reich legalisiert. Zum ersten Mal in der Geschichte ist die Kirche nicht verfolgt. Sie ist machtvoll, sie ist einflussreich und sie ist tief gespalten. Verschiedene Regionen haben verschiedene Evangelien, verschiedene Apostelgeschichten, verschiedene Offenbarungen. Manche Gemeinden lesen das Thomasevangelium, andere lesen die Apokalypse des Petrus, wieder andere lesen das Buch Henoch und die Jubiläen als heilige Schrift. Es gibt keinen einheitlichen Kanon, keine Standardbibel. Das Christentum ist ein Chaos widersprüchlicher Traditionen. Konstantin sieht das Problem. Ein zersplittertes Christentum kann sein Reich nicht vereinen. Also ruft er das Konzil von Nicäa ein.
318 Bischöfe versammeln sich, um zu entscheiden, was orthodoxer Glaube ist und was Häresie. Sie debattieren über die Natur Christi, über die Trinität, über die Auferstehung. Aber sie entscheiden auch, welche Bücher in die Bibel gehören. Nicht sofort, das dauert noch Jahrzehnte. Aber der Prozess beginnt hier. Und die Kriterien sind klar. Ein Buch muss apostolisch sein. Es muss von einem Apostel oder Propheten geschrieben sein. Es muss in der gesamten Kirche akzeptiert sein. Und es muss mit der etablierten Lehre übereinstimmen. Das Buch der Jubiläen erfüllt diese Kriterien nicht. Es behauptet, von Mose geschrieben zu sein. Aber die Gelehrten wissen, dass es viel später entstanden ist. Es ist in einigen Gemeinden beliebt, aber nicht überall. Und vor allem, es widerspricht den theologischen Prioritäten der Kirche. Jubiläen gibt den Töchtern Adams Namen. Es macht sie sichtbar. Es erzählt ihre Geschichten mit derselben Ehrfurcht wie die der Söhne. Und das ist inakzeptabel. Denn die Kirche des 4. Jahrhunderts ist dabei, eine streng patriarchale Hierarchie zu etablieren. Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Sie sollen sich ihren Männern unterordnen. Sie sollen keine Autorität über Männer haben. Das ist die Lehre von Paulus, verstärkt durch Generationen von Kirchenvätern. Wenn Jubiläen in die Bibel aufgenommen würde, würde es dieser Hierarchie widersprechen. Es würde zeigen, dass Frauen am Anfang der Geschichte genauso wichtig waren wie Männer. Es würde Fragen aufwerfen über die Unterdrückung von Frauen in der Kirche. Es würde eine Alternative bieten. Also wird es ausgeschlossen. Nicht, weil es falsch ist, sondern weil es gefährlich ist. Dasselbe geschieht mit Dutzenden anderen Texten. Das Thomas-Evangelium, das Maria Magdalena als Jüngerin darstellt. Die Pistis Sophia, die sie als Weisheitslehrerin zeigt. Die Apokalypse der Maria. Das Evangelium der Maria. Alle diese Texte, die Frauen Macht und Stimme geben, werden als heretisch erklärt und verbannt. Aber es geht nicht nur um Frauen, es geht um Kontrolle. Die Kirche erkennt, dass Information Macht ist. Wenn jeder Zugang zu allen Texten hat, wenn jeder seine eigene Interpretation entwickeln kann, dann ist die Autorität der Kirche bedroht. Also wird der Kanon geschlossen. Nur 27 Bücher im Neuen Testament, 39 im Alten Testament für die Protestanten, 46 für die Katholiken. Alles andere ist Apokryphen, falsch, gefährlich, verboten. Und die Strafen für das Lesen dieser verbotenen Texte? Exkommunikation, Folter, Tod. Die Inquisition wird später genau darauf aufgebaut, auf der Unterdrückung von Wissen, das die Macht der Kirche bedroht. Die rabbinischen Gelehrten hatten ähnliche Gründe, die Töchter Adams aus den offiziellen Genealogien zu entfernen. Die Tora, die 5 Bücher Mose, wurde im babylonischen Exil endgültig redigiert. Die jüdische Gemeinschaft war dabei, sich neu zu definieren. Sie brauchten eine klare Identität, eine klare Abstammungslinie. Und diese Linie wurde durch die Männer definiert. Frauen waren wichtig für die Fortpflanzung, aber nicht für die theologische Struktur. Also wurden ihre Namen weggelassen. Ihre Geschichten wurden zu mündlichen Überlieferungen, zum Midrasch, zur Legende, aber nicht zur Schrift. Hier ist die explosive Wahrheit. Die Vertuschung war nicht das Werk eines einzelnen bösen Akteurs. Es war nicht eine Verschwörung im Hinterzimmer. Es war ein systematischer Prozess über Jahrhunderte. Redakteure, die Texte auswählten und kopierten. Bischöfe, die Konzilien einberiefen und Entscheidungen trafen. Schreiber, die bestimmte Manuskripte bewahrten und andere verbrannten. Jeder von ihnen handelte aus dem, was er für richtige Gründe hielt.
Sie wollten die Reinheit der Lehre bewahren. Sie wollten Häresie verhindern. Sie wollten die Kirche schützen. Aber das Ergebnis war dasselbe. Wissen wurde unterdrückt. Geschichten wurden gelöscht. Und Frauen, die Gründerinnen der Zivilisation, wurden unsichtbar gemacht. Und das Tragische? Es funktionierte. Für fast 2000 Jahre waren diese Geschichten verloren. Die meisten Christen wussten nichts von Awan oder Azura. Sie kannten Lilith nur als Dämonin, nicht als erste Frau. Sie stellten nie die Frage, woher Kains Frau kam, weil niemand ihnen sagte, dass es eine Frage gab. Die Kirche hatte erfolgreich eine Version der Geschichte etabliert, die ihre Macht unterstützte. Und jeder, der anders dachte, wurde mundtot gemacht. Aber jetzt haben wir die toten Meeresrollen. Wir haben Nag Hammadi. Wir haben Zugang zu Texten, die jahrhundertelang versteckt waren. Und wir können die Fragen stellen, die zu lange unbeantwortet blieben. Lass uns ehrlich sein. Wenn du bis hierher gekommen bist, wenn du all diese Beweise gesehen hast, all diese Widersprüche, all diese vergrabenen Geschichten, dann steht eine fundamentale Frage im Raum. Eine Frage, die das gesamte Fundament des wörtlichen Bibelverständnisses erschüttert. Hier ist sie. Wenn Genesis so offensichtliche Lücken hat, wenn sie wichtige Details verschweigt, wenn sie Geschichten auslässt, die zu unbequem sind, was bedeutet das für die Behauptung, dass die Bibel das unfehlbare, wörtliche Wort Gottes ist? Die Antwort ist unbequem, aber sie ist unausweichlich. Der biblische Literalismus bricht zusammen unter dem Gewicht seiner eigenen Widersprüche. Der Literalismus behauptet, dass jedes Wort in der Bibel historisch wahr ist. Adam und Eva waren echte Menschen. Die Schöpfung dauerte buchstäblich 6 Tage von jeweils 24 Stunden. Die Sintflut bedeckte die gesamte Erde. Jona wurde buchstäblich von einem Fisch verschluckt. Diese Ereignisse passierten genauso, wie sie beschrieben werden. Keine Allegorie, keine Metapher, keine poetische Lizenz, nur Fakten. Aber die Frage nach Kains Frau zerstört diese Position völlig. Denn egal, welche Antwort du gibst, du musst entweder die Wissenschaft oder die Moral oder die Kohärenz der biblischen Erzählung aufgeben. Option 1. Kain heiratete seine Schwester. Das ist die traditionelle Antwort. Sie akzeptiert, dass die Menschheit durch Inzest gegründet wurde. Aber das schafft ein massives theologisches Problem. Wenn Gott Inzest in Genesis erlaubte, wie kann er ihn dann in Levitikus verbieten? Literalisten sagen, Gottes Gesetze ändern sich mit der Zeit. Aber wenn Moral relativ ist, wenn das, was gestern richtig war, heute falsch ist, dann gibt es keine absolute moralische Wahrheit. Und ohne absolute Wahrheit bricht die gesamte Grundlage des christlichen Fundamentalismus zusammen. Du kannst nicht gleichzeitig behaupten, dass die Bibel absolute moralische Wahrheiten enthält und zugeben, dass Gottes Befehle sich ändern. Option 2. Es gab Menschen vor Adam. Die Präadamitentheorie. Das löst das Inzestproblem. Kains Frau stammte aus einer älteren Menschenlinie. Aber es schafft ein noch größeres Problem. Wenn es Menschen vor Adam gab, dann ist Adam nicht der biologische Vater der gesamten Menschheit. Dann ist die Genealogie von Genesis symbolisch, nicht historisch. Und wenn die Genealogie symbolisch ist, was sonst noch? War der Sündenfall symbolisch? War die Vertreibung aus Eden symbolisch? Und wenn Adam symbolisch ist, wie funktioniert dann die Erlösungslehre? Paulus sagt in Römer 5, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt, und durch einen Menschen kam die Erlösung. Wenn der erste Mensch nicht historisch ist, warum sollte der zweite es sein?
Option 3. Genesis ist nicht wörtlich. Es ist Mythos, Theologie in narrativer Form. Eine Geschichte, die tiefere Wahrheiten über Gott, Mensch und Sünde vermittelt, aber keine historischen Fakten liefert. Das ist die Position der meisten modernen Theologen. Und es ist die einzige Position, die mit der Wissenschaft kompatibel ist. Aber für Literalisten ist das Kapitulation. Denn wenn du einmal anfängst, Teile der Bibel als symbolisch zu lesen, wo hörst du auf? Ist die Auferstehung symbolisch? Ist die Jungfrauengeburt symbolisch? Ist Jesus selbst symbolisch? Der Literalismus funktioniert nur, wenn alles wörtlich ist. Sobald du Ausnahmen machst, bricht das gesamte System zusammen. Und hier ist das wirklich explosiv. Die Verfasser von Genesis wollten nie, dass du es wörtlich nimmst. Sie waren keine modernen Historiker. Sie schrieben keine wissenschaftlichen Berichte. Sie schufen eine theologische Erzählung, die erklären sollte, warum die Welt so ist, wie sie ist. Warum gibt es Leid? Weil der Mensch sündigte. Warum ist das Leben hart? Weil wir aus dem Paradies vertrieben wurden. Warum töten Menschen einander? Weil Eifersucht und Hass seit Anbeginn existieren. Das sind die Fragen, die Genesis beantwortet. Nicht, woher kam Kains Frau. Das war für die Autoren irrelevant. Denk darüber nach. Wenn die Verfasser von Genesis wollten, dass du jedes Detail wörtlich nimmst, hätten sie diese Details bereitgestellt. Sie hätten die Töchter Adams genannt. Sie hätten erklärt, woher die Menschen in Not kamen. Sie hätten die Chronologie klargestellt. Aber sie taten es nicht, weil das nicht ihr Ziel war. Ihr Ziel war es, eine Geschichte über Gott und Mensch zu erzählen. Eine Geschichte über Schöpfung und Fall. Eine Geschichte, die in ihrem kulturellen Kontext Sinn ergab. Und in diesem Kontext waren Details, wie die Namen der Frauen, unwichtig. Der biblische Literalismus ist ein modernes Phänomen. Er entstand im 19. Jahrhundert als Reaktion auf die Aufklärung und die wissenschaftliche Revolution. Als Darwin die Evolution veröffentlichte, als Geologen das Alter der Erde auf Millionen von Jahren datierten, als Archäologen Beweise für prähistorische Zivilisationen fanden, fühlten sich religiöse Fundamentalisten bedroht. Ihre Antwort war, sich in die wörtliche Interpretation zurückzuziehen. Sie sagten, wenn die Bibel sagt, die Erde wurde in 6 Tagen erschaffen, dann war es so. Keine Kompromisse, keine Allegorien, nur wörtliche Wahrheit gegen wissenschaftliche Lügen. Aber diese Position war nie haltbar. Sie erfordert das Ignorieren massiver Mengen an Beweisen, Fossilien, Genetik, Archäologie, Astronomie. Jedes wissenschaftliche Feld widerspricht dem wörtlichen Genesis-Bericht. Und die Reaktion der Literalisten ist nicht, die Beweise zu widerlegen. Es ist, sie zu leugnen. Sie schaffen alternative Wissenschaften. Kreationismus, Intelligent-Design, junge Erde-Theorien. Alles Versuche, die Wissenschaft der Bibel anzupassen, anstatt die Interpretation der Bibel der Realität anzupassen. Aber hier ist die Ironie. Die frühen Kirchenväter waren nicht Literalisten. Augustinus sagte ausdrücklich, dass Genesis allegorisch gelesen werden sollte. Origenes, den wir bereits erwähnt haben, lehrte, dass die Schöpfungsgeschichte symbolisch war. Selbst Thomas von Aquin, der größte Theologe des Mittelalters, warnte davor, die Bibel gegen die klare Vernunft zu lesen. Der Literalismus ist nicht die traditionelle Position der Kirche. Er ist eine moderne Erfindung, geboren aus Angst und Unsicherheit. Und jetzt, im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der DNA-Sequenzierung und der Weltraumteleskope, wird diese Position unhaltbar.
Die Frage nach Kains Frau ist nur ein Beispiel. Es gibt hunderte andere. Woher kam das Licht am ersten Tag, wenn die Sonne erst am vierten Tag erschaffen wurde? Woher kamen die 2 Millionen Tierarten auf Noahs Arche? Wie überlebten Pflanzen ein Jahr unter Wasser? Jede dieser Fragen zerstört den Literalismus. Und die einzige ehrliche Antwort ist, Genesis als das zu lesen, was es ist. Ein prächtiger, tiefgründiger, heiliger Mythos. Nicht als Geschichtsbuch. Wir sind am Ende unserer Reise angelangt. Oder vielleicht am Anfang. Denn was du in den letzten Kapiteln gelernt hast, ist nicht nur eine Korrektur der Geschichte. Es ist eine Revolution, eine Neudefinition dessen, wer wir sind und woher wir kommen. Die Frage, mit der wir begonnen haben, woher kam Kains Frau, war nie nur eine akademische Neugier. Sie war der Schlüssel zu einer viel größeren Wahrheit. Die Frauen, die aus der biblischen Erzählung gelöscht wurden, waren nicht nebensächlich. Sie waren fundamental. Sie waren die Matriarchen der Menschheit. Und es ist Zeit, ihre Namen zurückzufordern. Awan, die erste Tochter von Adam und Eva, die Frau des Kain, die Mutter der ersten Stadt. Ihr Name bedeutet im Hebräischen Kraft oder Begierde. Sie war nicht nur eine passive Ehefrau, sie war eine Gründerin, eine Überlebende, eine Frau, die mit einem verfluchten Mann in ein fremdes Land ging und dort eine Zivilisation aufbaute. Das Buch der Jubiläen erzählt uns, dass sie ihrem Mann treu blieb, auch nachdem er zum Mörder wurde. Sie hätte ihn verlassen können. Sie hätte nach Eden zurückkehren können. Aber sie wählte, bei ihm zu bleiben. Und aus dieser Wahl entstand eine ganze Linie von Menschen. Henoch, der erste Stadtbauer, die Handwerker, die Kupfer und Eisen schmiedeten, die Musiker, die die erste Harfe spielten, alles begann mit Awan. Azura, die zweite Tochter, die Frau von Seth, die Mutter der messianischen Linie. Während Kains Nachkommen in der Bibel als die Linie der Gewalt dargestellt werden, wird Seths Linie als die Linie der Gerechtigkeit gefeiert. Von Seth zu Enosch, zu Kenan, zu Noah, zu Abraham, zu David, zu Jesus. Die gesamte heilige Genealogie geht durch Azura. Aber ihr Name wird nicht erwähnt. Sie ist die unsichtbare Mutter der Erlösung. Ohne sie gibt es keine messianische Linie. Ohne sie gibt es keinen Jesus. Und doch ist sie aus der Geschichte gelöscht. Als ob ihre einzige Rolle darin bestand, Kinder zu gebären und dann zu verschwinden. Lilith. Wenn sie existierte, wenn sie mehr war als nur ein Mythos, dann war sie die erste Rebellin. Die erste Frau, die sich weigerte, sich zu unterwerfen. Die erste, die sagte, nein, ich bin nicht weniger wert als du. In einer Welt, die von patriarchaler Herrschaft geprägt ist, in einer Geschichte, die von männlichen Autoren geschrieben wurde, ist Lilith die Stimme des Widerstands. Sie wurde zur Dämonin gemacht, weil sie nicht gehorchte. Aber vielleicht war sie keine Dämonin. Vielleicht war sie einfach frei. Und ihre Freiheit war so bedrohlich, dass sie aus der Geschichte getilgt werden musste. Aber sie überlebt. In den Schatten, in den Rändern, in den Geschichten, die Frauen sich zuflüstern, wenn die Männer nicht hinhören. Die anderen Töchter, diejenigen, deren Namen wir nicht einmal kennen, die 23 oder mehr Töchter, die der Midrasch erwähnt. Jede von ihnen war eine Person. Jede hatte Träume, Ängste, Hoffnungen. Jede lebte und liebte und litt. Aber ihre Geschichten wurden nie erzählt. Sie wurden auf eine einzige Funktion reduziert, Mütter zu sein. Und sobald sie diese Funktion erfüllt hatten, wurden sie vergessen. Das ist nicht nur ein historisches Problem. Das ist ein Muster,
das sich durch die gesamte menschliche Geschichte zieht. Die Auslöschung von Frauen aus dem öffentlichen Gedächtnis, die Reduzierung ihrer Leben auf ihre biologische Rolle, die Verweigerung ihrer Geschichten, ihrer Stimmen, ihrer Bedeutung. Aber wir können das ändern. Wir können die Namen sprechen, die verschwiegen wurden. Wir können die Geschichten erzählen, die begraben wurden. Wir können anerkennen, dass die Menschheit nicht nur von Adam abstammt, sondern von Adam und Eva und all ihren Töchtern. Dass die Zivilisation nicht von Männern allein gebaut wurde, sondern von Männern und Frauen zusammen. Dass die vergessenen Matriarchen genauso wichtig sind wie die berühmten Patriarchen. Das ist keine historische Korrektur, das ist eine theologische Revolution, eine Anerkennung, dass Gott nicht nur durch Männer wirkt, sondern durch alle Menschen, dass die Schöpfung nicht männlich ist, sondern beide Geschlechter umfasst, gleichberechtigt und gleichwertig. Und hier ist die tiefste Wahrheit, die wir entdeckt haben. Die Vertuschung der Töchter Adams war nicht Gottes Werk, es war Menschenwerk. Die Autoren von Genesis, die Redakteure der Tora, die Kirchenväter, die den Kanon festlegten, sie alle handelten aus ihrem kulturellen Kontext heraus. Sie lebten in patriarchalen Gesellschaften. Sie hatten patriarchale Annahmen. Und diese Annahmen prägten die Geschichten, die sie erzählten. Aber Gott ist größer als diese Annahmen. Die göttliche Wahrheit ist größer als die menschlichen Vorurteile. Und wenn wir diese Wahrheit suchen, müssen wir bereit sein, die Schichten der Unterdrückung abzutragen und zu sehen, was darunter liegt. Die vergessenen Töchter von Adam und Eva sind nicht nur historische Figuren, sie sind Symbole, Symbole für alle Frauen, deren Beiträge ignoriert wurden, für alle Geschichten, die nicht erzählt wurden, für alle Stimmen, die zum Schweigen gebracht wurden. Und indem wir ihre Namen zurückfordern, fordern wir auch die Würde und Bedeutung aller Frauen zurück, die nach ihnen kamen. Awan, Asura, Lilith und die namenlosen Dutzenden, die zwischen den Zeilen existieren. Sie sind unsere Urmütter, und es ist Zeit, dass wir sie als solche ehren. Wenn diese Reise durch die verborgenen Geschichten der Bibel dich genauso fasziniert hat wie mich, dann bleib bei Verborgene Schriften. Abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und begleite mich weiter auf dieser Expedition in die Texte, die zu gefährlich waren, um erzählt zu werden. Denn dies ist nur eine Geschichte von vielen. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken, so viele vergessene Wahrheiten, so viele unterdrückte Stimmen. Und zusammen werden wir sie alle ans Licht holen. Die erste Familie der Menschheit war nicht nur Adam, Kain und Seth. Sie war Adam, Eva, Awan, Azura und all die anderen, deren Namen die Geschichte vergaß. Und jetzt, nachdem du ihre Geschichte kennst, liegt es an dir, sie weiterzuerzählen. Denn die mächtigste Waffe gegen das Vergessen ist das Erinnern. Und wir haben gerade begonnen, uns zu erinnern.